Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wozu braucht man eigentlich ein Skizzenbuch? Was ist der Vorteil vom Arbeiten im Skizzenbuch? Wie erstelle ich eigentlich eine richtig schöne Skizzenbuchseite und wie füge ich verschiedene Motive und vielleicht auch noch eine schöne Schrift zu einem harmonischen Ganzen zusammen? Das heutige Video ist der erste Teil einer dreiteiligen Reihe von Videos, in denen ich dir meine Gründe, meine ganz unterschiedlichen Gründe, im Skizzenbuch zu arbeiten, vorstellen werde. Im ersten Teil meiner kleinen Skizzenbuchreihe geht es um das Reisetagebuch. Ich zeige dir eine Skizzenbuchseite mit einem ausgearbeiteten Motiv, einer Vignette und einer schönen Schrift. Wenn dir das Video gefällt, freuen wir uns wie immer über einen netten Kommentar unter dem Video oder einen Daumen nach oben. Du kannst diesen Kanal auch völlig kostenfrei abonnieren. Wenn du auf die graue Glocke drückst, wirst du alle 14 Tage informiert, sobald ein neues Video online geht. Immer wenn ich unterwegs bin, halte ich auf schön gestalteten Skizzenbuchseiten meine Reiseeindrücke fest. So ein Aquarellbuch mit Motiven direkt vor Ort eingefangen sagt für mich unglaublich viel mehr aus als das Fotoarchiv auf meinem Handy. Beim Durchblättern des Buches bin ich sofort wieder in Urlaubsstimmung. Ich erinnere mich an die gesamte Situation beim Malen, an die Geräusche, an Gespräche mit interessierten Passanten und das Wetter. Alles ist wieder ganz präsent und das schafft kein Foto. Im Video jetzt gleich werde ich eine Skizzenbuchseite aus meinem Mallorca-Reisetagebuch gestalten. Im Februar 2026 war ich für eine Recherchereise auf der Insel. Ich habe hier Unterkünfte angeschaut und Motive recherchiert, weil es im Februar 2027 eine Malreise nach Mallorca geben wird. Diese Insel ist abseits vom Ballermann wirklich traumhaft schön. Gerade wenn in Deutschland kalte Wintertemperaturen herrschen, ist das milde Klima und das wunderbare Licht auf der Insel einfach fantastisch. Ihr seht mich hier Mitte Februar mit meinem Skizzenbuch draußen arbeiten. Wir waren wirklich auf der ganzen Insel unterwegs. Am Meer, an der Ostküste, natürlich auch in den Fischerdörfern, aber auch in den Bergen. Hier zum Beispiel im zauberhaften Valdemossa. Außerdem habe ich für die Malreise verschiedene Unterkünfte recherchiert und letztendlich für 2027 auf der Finca Amapola im Südosten der Insel für meine Gruppe die Zimmer reserviert. Ich freue mich schon sehr auf diesen wunderbaren Ort und falls du mitkommen möchtest, alle Infos zur Reise findest du auf meiner Website www.diesaquarellwerkstatt.de. Für mein Skizzenbuchmotiv im heutigen Video arbeite ich mit folgenden Farben: Cadmiumgelb, Yellow Ocher, Sienna gebrannt, Permanent Alizarin Karmesin, Cobalt Türkis Light, Kobaltblau von der Firma Winsor & Newton, Ultramarin Feinst, Perilane Green und Lasurorange von der Firma Schminke und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite in einem Skizzenbuch der Firma Fumui. Das ist ein kleines quadratisches Skizzenbuch, 19,3 x 19,3 cm mit 100% Baumwollpapier. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, der Eichhörnchenhaarpinsel Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der synthetische Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10 und der synthetische Rundpinsel, den ich überwiegend zum Spritzen verwende, in der Größe 6. Bevor ich mit der Skizzenbuchseite gleich loslege, möchte ich mit euch gemeinsam mal einen Blick in mein Skizzenbuch der vergangenen Mallorca-Reise werfen. Das ist ein quadratisches Skizzenbuch der Firma Fumui. Das ist eine japanische Firma, die überwiegend Pinsel herstellt, aber auch 2 oder 3 Skizzenbücher im Programm hat. Und dieses ist 19,3 x 19,3 cm groß und hat Papier bestehend aus 100% Baumwolle. Ich finde dieses Format sehr schön, das ist recht klein, aber unterwegs auf Reisen wunderbar, denn es ist nicht so schwer im Rucksack. Und das Papier mag ich auch sehr gerne. Das ist relativ weich, nicht so stark verleimt, aber es ermöglicht mir trotzdem noch das Abheben der Farbe ziemlich gut. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass man kleine Details zeichnerisch wieder herausheben kann aus dem Papier. So sieht das dann aus, wenn ich meine Skizzenbuchseiten gestalte. Da kommt dann oft auch Schrift mit rein, das Datum und eventuell ein paar Notizen, die vor Ort mir begegnet sind oder Gedanken, die ich unterwegs hatte. Hier ein Ausflug ans Meer. Das habt ihr im Eingangsvideo
schon gesehen, dieser Leuchtturm und das wunderbar schimmernde Meer. Da waren wir in Valdemossa, das ist ein ja sehr berühmtes Bergdorf auf Mallorca. All das wird auch Bestandteil meiner Malreise sein, die im Februar 2027 stattfinden wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Diese Seite möchte ich jetzt für euch exemplarisch gestalten. Und im Vorfeld ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich so einen kleinen Plan macht, wie die Doppelseite jetzt designtechnisch gestaltet werden könnte. Ich habe mir 2 Fotos hergelegt, die ich selber auf der Insel gemacht habe. Einmal diese typische mallorquinische Windmühle und zum anderen die Zitronen, die Mitte Februar, als ich da war, wunderbar blühten und sehr, sehr lecker an den Bäumen aussahen. Die möchte ich als Vignette auf der linken Seite im Skizzenbuch malen und die Windmühle hier auf der rechten Seite. Dazwischen möchte ich gerne ein bisschen Schrift unterbringen, das ist so die Idee. Und die Palmen, die auf Mallorca ja überall auch anzutreffen sind, sollen natürlich auch mit ins Buch hinein. Ich versuche jetzt hier zunächst einmal die grobe Einteilung für meine 2 Bilder ins Skizzenbuch zu übertragen. Und da beginne ich ganz häufig mit so kleinen Rahmen, die ich für meine Motive, die ich vorhabe, hier ins Format hineinsetze. Hier möchte ich die Windmühle einsetzen. Hier kommt dann die Schrift, die schiebt sich so in dieses Format hinein, so ist zumindest die Idee. Und hier auf der linken Seite möchte ich die Vignette mit den Zitronen malen. Wahrscheinlich ergibt sich dann hier in der Mitte eine Lücke, die kann ich dann noch auffüllen mit Farbproben oder mit Bleistiftnotizen. Das werde ich dann zum Schluss entscheiden, was dort hineinpasst. In einem ersten Schritt habe ich diese lockere Vignette mit den typisch mallorquinischen Zitronen gemalt. Dies war im Video heute meine Extraübung für alle Unterstützer. Wenn du hier also das Motiv auch noch sehen möchtest, empfehle ich dir ein Unterstützerpaket abzuschließen. Dann siehst du das ganze Video und auch alle folgenden oder alle älteren Videos in voller Länge. Und du bekommst jedes Mal eine Zusatzübung dazu. Das kann mal eine technische Übung sein oder eine Erweiterung des Motivs, so wie heute mit diesen Zitronen. Meine Skizzenbuchseite soll jetzt weiter Gestalt annehmen und ich beginne jetzt mit dem rechten Motiv der Windmühle und den Palmen. Die Schrift kommt zum Schluss, weil ich dann mit der Farbigkeit der Schrift nochmal schauen kann, welche Buchstaben welche Farbe bekommen sollen, wie kann ich das farbliche Ergebnis noch mehr zusammenfügen auf der gesamten Seite. Dazu dienen mir nachher die Buchstaben. Diese Farbentscheidung lasse ich mir also bis zum Schluss noch offen. Ich möchte ja nicht so viel Blau hier in meiner Skizzenbuchseite unterbringen. Ich hatte mich im Vorfeld dafür entschieden, eher im warmen, für die Insel ja auch so typischen leuchtenden Orange-Gelb-Bereich zu bleiben. Aber der Himmel hier hinter der Windmühle soll doch ein bisschen blau auch sein. Ich feuchte mir die Fläche zunächst an, damit ich ganz weich jetzt hier ein bisschen Himmelsblau andeuten kann. Die Idee ist, das Blau auf die linke Seite hin auslaufen zu lassen und hier rechts mit dem Himmelsblau das Format deutlich abzugrenzen. Also hier innerhalb meiner Bleistiftlinie möchte ich dann mit dem Himmel arbeiten, aber auf die linke Seite soll eigentlich hier zum Formatrand keine harte Kante entstehen. Mit Kobaltblau gehe ich jetzt an das Dach der Windmühle dran. Die Windmühlenflügel werden erstmal völlig ignoriert, die kommen später dann drauf. Und wir sehen schon, wie schön sich die Farbe jetzt hier verteilt, weil das alles nass ist. Und ich schneide jetzt mit dem Pinsel quasi hier das Dach aus und kann jetzt hier das Blau zur rechten Seite ziemlich genau hier meinem Format folgend ausfüllen. Hier unten möchte ich es eigentlich schon relativ frei lassen und locker lassen. Und vor allen Dingen zur rechten Seite hin soll es ein bisschen heller werden und hier auslaufen. Ein bisschen Grün werde ich jetzt hier hinter noch setzen, hinter die Windmühle. Das ist jetzt das Grün der Palmen, was hier auf der rechten Seite noch mal ein bisschen aufgegriffen wird, nur angedeutet. Und dann male ich jetzt zunächst mal die Palmen, weil dann kann dieser Bereich hier in aller Ruhe trocknen und dann kommt die Windmühle etwas später.
Für die Palmen möchte ich verschiedene Grüntöne verwenden und auch ein bisschen Gelb als Grundierung für die hellen Palmwedel. Damit fange ich an und versuche jetzt hier auch stellenweise den trockenen Pinselstrich schön nach außen mit Schwung hier, mit schnellen Schwüngen diese Palmwedel anzudeuten. Cadmiumgelb und etwas lichter Ocker. Und schön ist, wenn der Pinsel so ein bisschen aufreißt, um hier ganz lockere Bewegung darzustellen. Jetzt kommt das Green Apatite Genuine und kommt hier so ein bisschen rein in die Zwischenräume. Etwas Gelb soll stehen bleiben. Vor allem hier drinnen ist es ja sehr dicht gewachsen und dann dementsprechend dunkel. Und Green Apatite Genuine gemischt noch mit ein bisschen Blau, mit dem Kobaltblau vom Himmel. Jetzt als absolut dunkelste Farbe, schön cremig angemischt in die Zwischenräume hinein. Ein bisschen Sienna gebrannt noch dazu für hier im unteren Bereich, wo diese vertrockneten Palmwedel dann oft hängen. Das reicht mir schon als völlig reduzierte Darstellung für Palmen. Jetzt male ich noch die Stämme mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Erstmal mit einem relativ neutral gemischten Grau aus diesen beiden Farben. Und da kann ich dann nachher noch einen Schatten anfügen. Jetzt male ich die Mühle und hier sind 2 Farbaufträge geplant. Zunächst einmal die hellen und leuchtenden sonnigen Stellen und im zweiten Farbauftrag dann werde ich die schattigen Bereiche des Motivs noch einmal überarbeiten. Ich beginne mit dem Dach und einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Der Himmel sollte jetzt trocken sein, damit es nicht unerwünscht in den Himmel hineinläuft. Ich gehe jetzt mit dem Föhn hier noch einmal drüber. Mit Lasurorange, lichter Ocker und Sienna gebrannt wird jetzt der Turm gemalt. Schön variabel die Farben auf dem Papier mischen, nicht so sehr auf der Palette. Ein bisschen Alizarin, Karmesin kann auch hinein. Auf Mallorca wird ja ein typischer Stein verwendet, um die Häuser und auch diese Mühlen, von denen einige ja sogar noch in Betrieb sind, zu bauen. Und die Farbigkeit der Architektur ist dadurch sehr geschlossen und sehr speziell auf der ganzen Insel. Hier kommen die unteren Bauten, 2 fast quadratische Würfel und wieder mit Lasurorange und Sienna gebrannt gemischt. Hier möchte ich gleich noch ein Grün reinsetzen, solange wie die Ränder noch feucht sind, kommt jetzt hier Green Apatite rein. Das ist eine Pflanze, die sich hier ausbreitet auf dem Mauerwerk. Und hier scheint die Sonne auf diesen Bereich hier der Mauer. Also arbeite ich schön leuchtend mit Lasurorange. Jetzt kommt etwas Alizarin mit dazu. Und hier gibt es eine Mauer und auch noch ein bisschen Grün hier über der Mauer. Hier spritze ich jetzt hinein mit klarem Wasser, um die kleinen Steine hier in der Mauer anzudeuten. Das trocknet heute hier alles sehr schnell, deshalb kann ich gleich weitermachen mit dem Inneren der Fenster. Das ist jetzt eine Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Trage ich hier die Fensterscheiben ein. Auch hier in der Tür gibt es dieses Fenster und die anderen Fenster kommen dann zusammen mit dem Schattenauftrag. Das war der erste Farbauftrag für die Windmühle.
Das muss jetzt wieder einmal ganz gut durchtrocknen und dann werde ich hier noch die Schatten eintragen. Für den Schattenauftrag jetzt auf den Gebäuden und auch auf der Straße mische ich mir 2 verschiedene Schattenfarben. Einmal hier ein Ultramarin Feinst zusammen mit einem Hauch Alizarin für ein bläuliches Violett. Das ist so der kühle Schatten fürs Mauerwerk. Bläulich, aber ein Hauch Rot mit dabei. Und der warme Schatten, der ja auch in Gebäuden und auf Straßen natürlich immer wieder vorkommt, weil das warme Mauerwerk, weil das braune Mauerwerk die warmen Farbtöne reflektiert, ist hier noch ein Rest Lasurorange von vorhin mit diesem Blautönen gemischt. Ein helles Braun, würde ich sagen. Damit beginne ich jetzt hier die rechte Seite des Turms etwas dunkler zu malen und auch hier unter dem Dach natürlich. Und zur linken Seite hin verblende ich es mit einem ausgespülten Pinsel. Das Ganze wirklich im Tempo versuchen zu halten, denn das Skizzenbuch lebt davon, dass der Farbauftrag locker ist, die Formen nicht so ganz genau ausgemalt sind. Hier ist wieder der dunkle Farbauftrag auf der rechten Seite und nach links hin wird mit dem Pinsel jetzt eine schöne, weiche Kante verblendet. Dann haben wir die rechte Seite jeweils der Würfel hier unten im Schatten liegend. Hier spare ich jetzt die Form für die Kletterpflanze hier aus. Und nach unten hin kühle ich die Temperatur des Schattens ein bisschen ab und nehme ein bisschen mehr Blau mit in die Mischung hinein. Auch die Mauer liegt hier im Schatten. Und das zweite Häuschen hier hat natürlich auch auf der rechten Seite den Schatten. Auf der Straße möchte ich auch Schattenformen hier andeuten, die das Ganze noch mal ein bisschen verbinden. Das reicht so aus. Ein bisschen Kobalttürkis Light hier in das Fenster hinein, das habe ich vorhin noch vergessen. Das findet sich so auf meinem Referenzfoto nicht, aber ein kleiner Hingucker hier auf der Wand kann ja nicht schaden. Und mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau deute ich jetzt hier noch die Türen an. Und mit Ocker die Tür hier im unteren Bereich. Mit ganz trockenem Pinsel und der Mischung Ultramarinblau und Sienna gebrannt kommen noch Fenster hier auf den Turm. Und dann fehlen im Grunde genommen nur noch die Windmühlenflügel, die ich jetzt nach einem erneuten Trocknen auch gleich malen werde. Die Windmühlenflügel werde ich gleich relativ reduziert mit trockenem Pinsel einsetzen, aber hier vor dem dunklen Hintergrund des Turms kann ich auch die Mittelachse der Windmühlenflügel, die sich hier befinden, mit dem Auswaschpinsel auswaschen. Das gibt immer so eine ganz schöne Variation von hell nach dunkel. Und einer ist noch hier rüber. Wo war der? Hier. Wir haben ja hier ziemlich genaue Striche auf dem Foto, die wir sehen können von den Windmühlenflügeln. Da möchte ich jetzt nicht jedes Karo genau eintragen. Das Auge soll gerade noch erkennen können, dass es sich um Windmühlenflügel handelt. Und deshalb ziehe ich jetzt mit schnellem Pinselstrich, mit trockenem Pinsel hier zunächst die Hauptstreben. Da ist es ja schon da. Hier vielleicht noch ein bisschen.
Und dann kann man ein bisschen andeuten hier die anderen. Trockener Pinselstrich, der so ein bisschen durchbrochen ist wichtig. Nicht zu genau und nicht zu abgezählt. Das reicht meiner Meinung nach völlig aus. Hier jetzt nicht zu genau werden, weil wenn man das jetzt sehr genau malen würde, muss es dann wirklich ganz genau sein. So aber mit diesen lässigen Strichen, glaube ich, ist das Skizzenhafte jetzt auch ganz gut noch deutlich geworden. So, die beiden Hauptmotive oder 3 Hauptmotive könnte man schon fast sagen. Die Palmen sind jetzt ja hier in der Mitte doch auch sehr präsent geworden, sind fertig und es fehlt jetzt noch die Schrift, die aber ein wirklich für mich ganz wichtiger Bestandteil jetzt hier in der Skizzenbuchseite ist. Die wird diese beiden Bilder nochmal zusammenziehen. Ich habe jetzt farblich hier wirklich die Möglichkeit, harmonisch zu arbeiten oder aber mit einem Akzent, zum Beispiel mit einem Türkis jetzt oder auch einem Blauton nochmal, ja, etwas Spannendes in diese Seite hineinzubringen. Das ist jetzt wirklich meine Entscheidung, meine Kreativität. Ich plane jetzt erstmal die leuchtenden Orange- und Brauntöne hier auf der linken Seite zu verwenden für die Buchstaben. Ein Buchstabe, wahrscheinlich das C, werde ich leuchtend gelb machen, wie die Zitronen, sodass beide Motive in der Schrift sich jetzt farblich wiederfinden. Ich mische mir, wie so oft heute schon, Sienna gebrannt und Ultramarinblau und male jetzt hier. Auch wieder nicht zu genau. Und schön sieht es aus, wenn die Farbigkeit innerhalb der Buchstaben auch ein bisschen variiert. Ich arbeite jetzt hier mit einer Mischung immer noch aus den beiden Farben, aber es ist jetzt deutlich mehr Blau mit in der Mischung. Ein bisschen Lasurorange. Gucken, dass wir hier auch gerade bleiben mit der Schrift. Und noch das A, auch in einem Braunton. Und für das C noch einmal leuchtendes Gelb, Cadmiumgelb, so wie ich auch die Zitronen gemalt habe. Jetzt kann man hier auf der linken Seite noch die mallorquinische Fahne andeuten. Das gibt nochmal so einen bunten Farbakzent. Da gibt es ein violettes Teil in dieser Fahne auf der linken Seite. Ich mische mir Ultramarin Feinst und Alizarin. Und die Fahne selbst besteht dann aus Streifen von gelber und roter Farbe. Ich glaube, 4 rote Balken sind zu sehen und an den Rändern dann jeweils das Gelb und in der Mitte auch. 1, 2, 3, 4. So, jetzt würde ich zunächst mal meinen Tesa-Crepe-Streifen hier ablösen vom Skizzenbuch. Das geht jetzt hier problemlos, weil dieses Skizzenbuch aus Baumwollpapier besteht und dementsprechend nicht so eine ganz starke Oberflächenverleimung hat. Bei einem Skizzenbuch mit Zellulosepapier müsste ich jetzt zum Ablösen des Tesa-Streifens schon den Föhn zur Hilfe nehmen und das Tesa-Crepe anwärmen. Dann würde sich der Klebstoff auch gut ablösen lassen. Manchmal, wenn man das nicht macht, reißen dann hier die Skizzenbuchseiten ein. Das wäre jetzt natürlich sehr schade. Als nächstes radiere ich hier alle überflüssigen Bleistiftstriche weg. Vielleicht auch hier noch. Und jetzt möchte ich hier eine ganz zarte Lasur noch unter den Schriftzug bringen. Das ist jetzt so wie ein zarter Schatten. Hier für dieses Mallorca-Schild sozusagen, um das noch ein bisschen besser hier in der Seite einzubetten. Mit Violett gehe ich hier unten an meine Bleistiftmarkierung auch hier noch mit rein. Dann schiebt sich das schön in dieses Motiv mit hinein und löse es jetzt hier ein bisschen an mit dem Pinsel und vielleicht auch ein ganz bisschen hier im oberen Bereich. Kleinere Farbformen könnte man jetzt noch eintragen, wenn man das Gefühl hat, die Seite ist noch nicht gefüllt genug. In meinem Fall hier finde ich das jetzt überhaupt nicht nötig. Es fehlt noch das Datum, das werde ich jetzt hier
reintragen. Und für mich ist die Skizzenbuchseite fertig. Wenn jetzt bei euch noch Lücken entstanden sind, dann, wie gesagt, könnte man an den Rändern noch Farbproben einsetzen oder hier in die Mitte oder überall da, wo noch eine Lücke ist. Hier auf der rechten Seite setze ich noch einen Bleistiftrahmen um das Bild. Und auch hier kann jetzt der Bleistift noch mal ein bisschen zeigen, wo die äußere Kante des Schildes hier verläuft. So, meine Mallorca-Skizzenbuch-Seite ist fertig. Ich war gedanklich jetzt wieder auf der Insel und freue mich schon sehr auf die Malreise im Februar 2027. Diese Reise ist auf meiner Website schon ausgeschrieben. Man kann sie schon buchen. Sie ist noch nicht ganz voll. Ich freue mich auf alle, die mitkommen und auf eine wunderbare Zeit auf der Insel. Heute war ich gedanklich beim Malen da und habe euch mitgenommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und seid jetzt inspiriert, die Skizzenbücher hervorzunehmen und selbst auch eine kleine Urlaubsreise mit einer Skizzenbuchseite zu unternehmen. Wenn ihr unterwegs seid, nehmt die Malsachen mit. Es muss kein großes Skizzenbuch und kein großer Kasten sein. Schaut gerne hier auf dem Kanal, da gibt es ein etwas älteres Video, das aber immer noch ganz aktuell ist mit meinen Plein-Air-Materialien. Da zeige ich genau, mit welchem Farbkasten, mit welchem Equipment überhaupt ich unterwegs bin, um mir das Malen auf Reisen so komfortabel wie möglich zu machen. In 14 Tagen geht es hier weiter auf dem Kanal mit einem neuen Video zum Thema Aquarellmalerei. Tschüss, bis dahin.